Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal Stefan Goldenstein Wildlife. Heute ist mal eine Folge, da soll es nicht hauptsächlich um Vögel gehen, obwohl sie hinter mir schon fleißig rufen. Nein, heute soll es hauptsächlich um Kriechtiere gehen. Und zwar rufen momentan die Moorfrösche und die möchte ich euch gerne mal zeigen. Ich bin jetzt in einem Gebiet, da habe ich vor 3 Tagen schon mal Moorfrösche kartiert. Also hier haben fleißig welche gerufen und ich habe sogar eine Kreuzotter gefunden. Und jetzt habe ich auch mal die Kamera dabei und hoffe, dass ich ein paar von den schönen Tieren auf die Kamera kriege. Obwohl die Kreuzotter war natürlich ein absoluter Zufallsfund und die Chance ist eigentlich gen null, dass wir heute eine finden. Aber Moorfrösche sollten drin sein. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch jetzt schon ein Däumchen nach oben da lassen, dann vergesst ihr es nicht. Und ja, kommentiert doch mal, ob wir heute eine Kreuzotter finden oder nicht. So, jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Video. Relativ schnell fand ich einen weiblichen Moorfrosch. Mit etwas Glück kann man diese stark gefährdete Art in unseren Hochmooren finden. Die Laichzeit dieser Frösche beginnt Ende März und dauert nur wenige Tage. Ich habe jetzt hier einen weiblichen Moorfrosch gefunden. Aber irgendwie sitzt er hier auf dem Damm und der scheint auch relativ trocken zu sein. Ich guck mal, was der hat. Da ist er. Weiß nicht, vielleicht gerade Eier gelegt und ist deswegen noch erschöpft. Ich weiß es nicht, aber ich bringe den jetzt erstmal wieder ins Wasser. So, da sitzt du doch gut. Naja, immerhin eine gute Tat. Ich weiß schon wieder nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Ich wollte euch gerne Moorfrösche zeigen, aber 3 Tage nachdem die noch hier echt gerufen haben, ist hier mucksmäuschenstill und ich habe nur einen einzigen Moorfrosch finden können. Und jetzt bin ich hier noch mal ein bisschen die Wege abgelaufen und ich habe tatsächlich meine zweite Kreuzotter gefunden. Ja, ist das geil. Ich bin so dermaßen happy. Ich zeige euch jetzt mal. Und hier ist auch schon das wunderschöne Kreuzottermännchen, welches man an der schwarzen Zeichnung auf dem Rücken recht gut erkennen kann. Die Kreuzotter sitzt genau da unten an so einem Moorpolder quasi. Und ich versuche jetzt, ob ich mit der Kamera da vielleicht noch ein bisschen besser hinkomme. Jetzt Anfang April erwachen die Männchen aus ihrer Winterstarre und kommen aus ihren Winterquartieren. Dann heißt es erstmal Sonne tanken. Wie alle Reptilien sind auch Kreuzottern wechselwarm. Das heißt, dass sie die Sonne zur Regulierung ihrer Körpertemperatur benötigen. Erst bei ausreichender Körpertemperatur werden die Ottern aktiv. Da sich die Kreuzotter zum Sonnenbad unterhalb eines Hangs niedergelassen hat, filme ich von oben. Ich war richtig happy, denn eine Kreuzotter zu finden und dann auch noch filmen zu können, ist einfach unglaublich. Falls ihr euch jetzt wundert, warum die Kamera so hoch ist, die Kreuzotter sitzt genau da unten in der Böschung. Und ich komme von den Seiten her nicht hin. Oh, ich glaube, sie haut ab. Ich muss vorsichtig sein. Ich glaube, ich war zu laut. Ja, mein lautes Rumgequatsche hat die Kreuzotter leider etwas verschreckt. Okay, das war meine zweite Kreuzotterbegegnung ever. Ist das geil. Ja, jetzt hat sie sich natürlich verkrümelt. Man darf also nicht laut in der Gegenwart einer Kreuzotter schnacken. Dann verkrümelt sie sich. Habe ich jetzt neu dazugelernt. Ich habe immer nur gedacht, dass die reagieren eher auf Bewegung, also auf Tritte, Bodenerschütterung. Aber
da ich mich sehr, sehr leise bewegt habe, kann sie das eigentlich nicht gemerkt haben. Und ich bin hier ja schon seit 5 Minuten am Rumlaufen. Aber ich habe dann das erste Mal jetzt sehr laut geredet und ja, das fand die Kreuzotter nicht so gut. Aber ich bin so happy, dass es geklappt hat. Ja, richtig, richtig nice. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gucken mal, ob wir noch eine finden. Ich glaube es aber nicht. Das war jetzt echt ein absoluter Zufallsfund. Aber ja, wer nicht draußen ist, kann nichts finden, ne? So ist das nämlich. Während meiner Begehung stoße ich auf diverse Laichballen des Moorfrosches. Ja, jetzt habe ich mal ein bisschen Laich gefunden vom Moorfrosch. Und so Moorfroschlaich ist eigentlich immer sehr, sehr schwer vom Grasfroschlaich zu unterscheiden. Obwohl man beim Moorfrosch schon sagen kann, dass die nicht in solchen riesigen Teppichen ablegen, wie der Grasfrosch. Da ist ja zum Teil etliche Quadratmeter voll mit Laich. Sondern hier ist das eher so ein bisschen in einzelnen Ballen. Der Moorfrosch ist an das saure Wasser der Hochmoore angepasst. In etwa 3 Wochen werden aus diesen kleinen Eiern die Kaulquappen schlüpfen. Und hier in diesem Gebiet rufen jetzt tatsächlich auch noch einige wenige Moorfrösche. Aber das ist wirklich sehr wenig. Vor 3 Tagen hatte ich hier über 150 Rufer. Und das sind jetzt die ersten 2 Rufer, die ich habe, obwohl ich schon 1,5 Stunden unterwegs bin. Also ja, so langsam geht die Paarungszeit der Moorfrösche zu Ende. Es wird auf jeden Fall jetzt noch sehr, sehr schwierig, vielleicht ein blaues Männchen drauf zu kriegen. Aber das ist jetzt noch mein Ziel. Mit einem Fernglas versuche ich die Moorfrösche zwischen den Binsen ausfindig zu machen. Also man kann die Moorfrösche leise hören. Irgendwo in diesen überfluteten Gebieten, da blubbern sie vor sich hin. Aber das ist wirklich ja, sehr, sehr leise nur zu hören. Und ja, das Fiese ist bei Moorfröschen, die verstecken sich. So, die sitzen immer zwischen den Binsen und ich sehe auch kaum Wasserbewegung. Also dass ich überhaupt rausfinden könnte, wo sie sitzen. Aber ich halte natürlich weiter Ausschau, denn ich möchte euch natürlich noch gerne einen männlichen Moorfrosch präsentieren. Zwischen den Binsen konnte ich leider keine Moorfrösche finden. Dafür allerdings ein paar Torfmoose, welche für das Hochmoor existenziell sind. Da wo Torfmoose wachsen, ist zumindest stellenweise das Hochmoor noch intakt. Ich werde bekloppt. Die zweite Kreuzotter heute. Ich bin jetzt gute 300 Meter von der Stelle entfernt, wo ich die eine Kreuzotter gefunden habe. Und die zweite, die sitzt hier quasi mitten auf dem Wall. Und die ist ein bisschen kleiner und ein bisschen bräunlicher. Ist das ein geiler Tag oder was? Ja! Direkt vor mir auf dem Damm sonnte sich das nächste Kreuzottermännchen. Da vorne sitze. Richtig schönes Tier. Männliche Kreuzottern werden in der Regel 50 bis 60 cm lang. Die Weibchen werden in der Regel etwas größer und können bis zu 70 cm lang werden. Kreuzottern gehören zur Familie der Vipern und sind somit den Giftschlangen zuzuordnen. Obwohl das Gift der Kreuzotter nicht zu unterschätzen ist, sind Todesfälle allerdings die absolute Ausnahme. Kreuzottern sind sehr scheu und flüchten in der Regel sofort, wenn sie Menschen wahrnehmen. Es kann allerdings zum Biss kommen, wenn sich Kreuzottern in die Enge gedrängt fühlen oder wenn man auf sie drauftritt. Auch wenn nur 15% der Bisse wirklich schwerwiegende Symptome hervorrufen, sollte man schnell einen Arzt aufsuchen. Zu Verteidigungszwecken nutzt die Kreuzotter in der Regel nur wenig bis gar kein Gift, da sie das Gift für ihre Beutetiere benötigt. Da die Menschen Angst hatten vor der Kreuzotter, durfte sie noch bis vor wenigen Jahren bejagt werden und es gab sogar Kopfprämien für getötete Kreuzottern. Dieser Umstand und der Schwund der Lebensräume ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Kreuzotter in Niedersachsen mittlerweile stark gefährdet ist. Was ist hier heute los? Die dritte Kreuzotter. Hier seht ihr einmal das typische Areal, wo sich die Kreuzottern zum Sonnen aufhalten.
Um genügend Sonnenenergie zu tanken, kann die Kreuzotter ihre Rippen spreizen. Unter den Vipern hat die Kreuzotter das größte Verbreitungsgebiet und ist zudem auch die nördlichste Viper. Das Verbreitungsgebiet reicht von Mitteleuropa über Nordeuropa bis über ganz Asien. Sie kann somit von England bis nach Nordkorea angetroffen werden. Ein weiterer spannender Fakt ist, dass die Kreuzotter die einzige Schlange ist, die auch nördlich des Polarkreises vorkommt. Ich werde bekloppt. Direkt neben der dritten, ich glaube 5 Meter weiter, sitzt Nummer 4. Ich komme aus dem Staunen gar nicht wieder raus. Was ist das bitte für ein Tag? Und hier sehen wir das 4. Kreuzottermännchen heute. Warum eigentlich nur Männchen? Die Weibchen, die kommen in der Regel 2 bis 3 Wochen später nach den Männchen an die Oberfläche. Auf dem Rückweg bin ich jetzt nochmal bei den Moorfröschen vorbeigegangen, aber hier tut sich nach wie vor leider überhaupt nichts. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass das ein absolut geiler Tag gewesen ist. Wer hätte damit gerechnet? Ich wollte Moorfrösche filmen, was überhaupt nicht geklappt hat, und habe noch am Anfang des Videos gesagt, mit ein bisschen Glück finden wir vielleicht eine Kreuzotter, weil ich ja letztes Mal auch hier eine gefunden hatte. Und was finden wir? 4 Kreuzottern. Absolut hammergeil. Wenn euch das auch so gut gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, über ein paar nette Kommentare und natürlich würde ich mich über Abos freuen. Denn Abos helfen dem Kanal voranzukommen und irgendwann knacke ich vielleicht die 1000 Abonnenten. Mit den Worten möchte ich mich jetzt auch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Haut rein, Leute!